Schläfe und die Wange zu fahren und die Freude, die ich empfand, als du dich dieser Liebkosung nicht entzogst. Seither habe ich mich an deinen Küssen satt und durstig getrunken. Und dieser Durst brennt mir nun in tiefster Seele. Der Brand wird nicht erlöschen, bis deine Lippen mich berühren und wird bei all den elementaren Störungen des mir nun bevorstehenden bewegten Lebens durchbrechen. Es rauschen die Wipfel und schauern, als achten zu dieser Stund die halbversunkenen Mauern, die alten Götter, die rund hinter den irrten Bäumen in heimlich dämmernder Pracht. Was sprichst du wirr wie Träumen zu mir, fantastische Nacht? Es funkeln auf mich alle Sterne mit glühendem Liebesblick. Es redet trunken die Ferne wie von künftigem großen Glück. Ich bin immerfort in gleich jammervoller Stimmung. Oh, hätte ich erst wieder einen Brief von dir in den Händen. Auch wünsche ich mir, in Wien zu sein, um dir nochmal recht gründlich alles zu sagen. Bitte, Genchen, erlöse mich. Ich habe die Empfindung, als stände etwas zwischen uns. Und da könnte ich keinen Schatten vertragen. Er wäre mir tödlich. Dein Brief war so kalt. Und daher der Schatten. Bitte, bitte lass mich nicht verzweifeln. Lass mich dich wiederfinden. Ich kann dich nicht träumen, nicht denken. Immer fürchte ich dich. Es tut mir weh, dir so vorzujammern. Aber ziehe erst die Wolken von meiner Laune, damit ich froh werden kann.
dass du dich in Büdesheim so beruhigen konntest. So wird nun alles leichter werden. Und die Zeit vergeht ja doch so oder so. Über meine Angelegenheiten denke und spreche ich so wenig wie möglich. Spreche überhaupt nur mit Luki darüber. Ich hoffe, du kommst auch darüber hinweg. Der Riss ist geschehen. Und flicken lässt sich da nichts. Ich kann nicht glauben, dass wenn Marie sieht, dass ich abgetan bin für ewige Zeit, dass sie dich irgend noch weiter quält. Sollte sie es doch tun, so versichere ihr, dass ich abgetan bin für ewige Zeit und dass sie von mir gar keine Annäherungsversuche zu fürchten hat. Ich bin ganz fertig. Und mein Dankbarkeitsgefühl gegen Mama ist bis jetzt noch nicht sehr lebendig. Ich bin ganz stumpf und halb besinnungslos. Ich weiß nur, dass ich fertig bin. Heb auf dein blondes Haupt und schlafe nicht und lass dich ja vom Schlummer nicht betören. Ich sage dir,
ich bei dir. Könnte ich dir in einer halben Stunde all den Unsinn ausreden. Aber wenn ich 4 Tage später mit der Antwort komme, so ist der Erfolg zweifelhaft. Mein Konzert gestern war sehr gut. Manz machte mir große Komplimente. Ich war sehr gut disponiert und hatte viel Erfolg. Das PT empfing mich gleich bei meinem ersten Auftreten, als ob ich längst bekannt wäre. Es ist ein großer Saal mit sehr gutem Klang. Ich will heute versuchen, mich für Freitag und Samstag in Denmark Hill einzuquartieren, da es von Crystal Palace immer eine Viertelstunde Weg per Bahn ist. Diese Eisenbahnfahrten sind schrecklich. Wenn ich nur eine ruhige Stunde fände, wo ich an Mama schreiben könnte. An dich schreibe ich jeden Morgen nach dem Frühstück, nachdem die Stadtbriefe besorgt sind. Aber für Mama müsste ich doch etwas Sammlung finden können.
Lord Bignasco? Mit der Post oder Einspänner? Ich hoffe, wir finden ein herrliches Stückchen Welt da, wo man ruhig und ungestört den ganzen Sommer vegetieren kann. Dann muss ich dich noch fragen, ob ich unser Schlafzimmer hier in London mit 2 Betten oder einem Doppelbett einrichten soll. Ich kann beides tun, nur ist das Zimmer sehr klein und muss es genau dafür eingerichtet werden. Ich dachte, das Beste ist, ich kaufe ein Bett zu den meinen, aber nicht zu kurz und stelle die beiden der Länge nach an die eine lange